Bereit. Wir packen da in so schnell wie es geht, weil der Herberger braucht seinen Schlüssel und wir wollten mal wieder um 8 starten oder so und jetzt ist es gleich 10. Und der Michi und ich, wir brauchen immer ein bisschen länger mit den ganzen Taschen. So, schön war's. Machen wir zu, bitte. Geschafft. Los geht's. Morgen, Tag 3 unserer Reise. Wir haben es gestern tatsächlich noch geschafft, sind im Dunkeln, aber doch gut angekommen hier an diesem wunderschönen Ort. Direkt eine Herberge am See. Und ja, anstrengend war's. Aber es geht weiter. Wohin fahren wir heute, Michi? Heute geht es 94 Kilometer nach Chytry-Chuf-Hradec. Ja, da gibt es einen Jacuzzi, das auf uns wartet. Und Wellness-Palast sind wir heute. Ja, man muss sich's gut gehen lassen auf so Reisen, das gehört ein bisschen dazu. Es war echt zart gestern mit dem Gegenwind und dann noch Bergen. Und heute, das Wetter sollte anscheinend gut werden. Ein bisschen Regen können wir vielleicht kriegen, aber vielleicht entkommen wir dem Regen auch, wir werden berichten. Jo, wir wünschen uns allen gute Reise. Alle sind wach. Und macht noch ein bisschen Morgenstretching, die Acker. Ja, super. Wir verlassen unsere super schöne Schlafstätte hier direkt am See. Alle wollen endlich losfahren, es ist später geworden. Was machen wir da? Roadblock. Müssen wir uns eine neue Route suchen? There's a trail up there. Yeah, that's when we came down. No, there's if you want, we have to go up the lake and then up and then around. There's a direct one just up the hill, straight up here. It's very uphill, but it's way short. Eine typische Situation. Und ich sage nur Ladies first. Was ist denn da wieder passiert, Michi? Ja, der Staudamm wird gerade umgebaut. Da kann man nicht drüber. Das heißt, man macht entweder eine lange Runde rundherum oder man klettert den Berg rauf. In unserem Fall klettern. Oh, ah, ja. Es ist auch wirklich steil. Es schaut vielleicht nicht so steil aus, aber Ich finde, es schaut auch schnell aus. es ist so, dass man das Gepäck und das Rad kaum hochkriegt. Die Sonja dreht auch schon durch. Push! Uff. Braucht man eigentlich ein gutes Profil auf den Schuhen, und mit unseren Turnschuhen rutscht man ziemlich am Erdboden weg. Von oben schaut das Ganze so aus. Ja, wir waren wieder mal sehr optimistisch heute in der Früh, dass wir rechtzeitig ankommen in unserem Spa-Hotel. Wie immer, wir werden berichten, wenn wir angekommen sind. Jetzt ist soweit, der erste Batschen ist da.
Wen hat's erwischt? Mich hat's erwischt. Ja, es gehört auch dazu. Ein bisschen Radreparatur unterwegs. Oh, that's a nice farm. Was wir jetzt machen ist, wir schauen, wo das Loch herkommt. Deswegen pumpen wir den Schlauch noch mal auf. Und wir hören schon zischen. Nicht wirklich? Wenn man direkt den neuen Schlauch reinsteckt, kann es sein, dass man sich dasselbe Loch gleich wieder einfängt, wenn man den Fehler nicht beseitigt. Doppelkammerpumpe ist super. Auf Zug und Druck kommt Luft in den Schlauch. Da spart man sich ein bisschen Zeit. Kann man auch käuflich erwerben bei United in Cycling. Schaut vorbei. In der Sonnenallee 35. Patrick ist vor Ort. Richtet, eine halbe Stunde später, nicht sehr weit gekommen. Weiter geht's. Wow, super, super schön. Gerade noch schön runtergefahren und schon müssen wir uns wieder den nächsten Berg hochkurbeln. Das Traurige in der ganzen Geschichte ist, dass wir eigentlich immer noch in unserem Schlafort sind, im Vranov nad Tý. Aber durch die Baustelle haben wir jetzt einen Weg durch den Wald nehmen müssen. Dann habe ich einen Platten gehabt und somit sind jetzt schon gut 2 Stunden seit dem eigentlichen Start vergangen. Und wir müssen immer noch unsere 85 Kilometer heute machen. Mittlerweile scheint nicht mehr die Sonne und es schaut nach Regen aus. Hier. Lunch break. Snack break. Kurzes Wetter-Update. Wir haben eigentlich ziemlich Schwein gehabt. Jetzt die letzten 2-3 Stunden sind wir unter der grauen Nebeldecke gefahren. Und erst jetzt lässt es ein bisschen an Regen runter. Jetzt haben wir nicht mehr weit bis zum Mittagsstopp in Slavonice. Und ich werde mir jetzt auch eine Regenjacke drüber hauen. Alle ziehen sich Regengewand an, nur der Michi nicht. Der mag den Regen so gern. Ich habe das Regenwand schon in der Früh. Da schau her. Regengewand. Michi ist Regengewand. Normalerweise nur im Winter zieht er sich die lange Hose an. Die Sonne ist wieder da. Halbe Stunde später, alles wieder gut. Wie geht's? So. Aber nicht. Wiedersehen macht Freude. Vor circa 6 Wochen nämlich
haben wir Vereinsausfahrt gemacht, den Theier Radrundweg sind wir gefahren. Und da sind wir genau die Strecke ungefähr die letzten 15 Kilometer auch gefahren. Und jetzt kommen wir gerade nach Slavonice und werden vielleicht einen frittierten Käse essen. Das gibt es eigentlich überall in Tschechien. Haben wir super gesundes Essen hinter uns. Frittierte Zwiebelringe, frittierten Kaffeeol und ein frittiertes Fleisch. Danach noch ein Eispalatschinken, ein Radler und ein Espresso. Mein Bauch ist größer als sonst. Er stört beim Fahren. Regenbogen. 2 Regenbogen. Wind. Alles noch vor dem Ziel. Ist echt noch ein super schöner Tag geworden. Und am schönsten ist wirklich, wenn die Strecke einfach abwechslungsreich ist und man auch Hügel hat oder gar Berge, Wälder. Wenn ein bisschen was von allem ist, ist es immer am schönsten. Jetzt trinken wir mal was. Ups. Der Michi hat irgend so eine Tablette reingehauen, Magnesium, Calcium, Vitamin C. Fast so gut wie Kaffee. Trinken kann man nie genug. Am Abend vielleicht ein Bierli, tagsüber vor allem Wasser. Wir haben uns leider wieder verfahren. Wieder alles retour, aber es macht nichts, es ist schön da. Wahnsinn! Kann ich auch noch sagen. Ich kann gerade nicht genug filmen. Es ist einfach so schön. So schön! Hoppla.
highest point for today. Yes! 710 meters. Oh God, we're so cool. And now we're going back to 470 meters. No, Yep. So putting the clothes on because it's going to get really cold. But this wasn't bad at all. It didn't feel like it was so high. So. Because it's so nice. Yeah. How many kilometers I left? mean, look at that. Amazing! 22. Amazing day. Loading. Yep. 21.7 meters. So 22. Cool. Let's do it in an half hour. an hour. Ein Abend-Update von unserer Seite. Kurz vor 8. Wir sind immer noch unterwegs. Aber es war ein wunderschöner Tag. Jetzt steht die letzte Abfahrt bevor wir ins Hotel kommen, wo die hoffentlich offenes Bar auf uns wartet. Alle ziehen sich warm an, weil am Abend wird es schon richtig frisch. Was schätzt du, wie kalt ist es? Na, schätzen, nichts machen. 17. 17. Das ist ein Wahnsinn. Das hat ungefähr 12 Grad. Das ist richtig zapfig und beim Bergabfahren muss man sich gut einpacken, sonst da friert man einfach aus. Wenn wir beim Bergauffahren ein bisschen geschwitzt. Genau. Die Mädels haben sich auch schon angezogen. Aber die Akka kriegt ihre Jacke nicht zu. Das kommt auch von die beste Ausrüstung, aber dann kriegt man die Jacke nicht zu. Das schauen wir uns einmal von näher an. Is this the jacket workshop? Ja. Dankeschön. Teamwork. Noch 8 Kilometer. Kam gerade die Nachricht von vorne. Ja, dunkel ist geworden. Aber ich sag's euch, selbst das kann abenteuerlich sein, kann ein schönes Erlebnis sein. Zum Glück haben wir zumindest auf 2 von 5 Rädern echt gute Lichter drauf. Namdynamo an die 100 Lux. Das heißt, wir sind da eigentlich sicher unterwegs. Der vorderste und der hinterste hat ein starkes Licht. Auf das sollten wir halt achten, wenn manche nur schwächere Lichter am Räder haben oder so, dass man die in die Mitte nimmt, kompakt zusammen bleibt und dann können uns eigentlich die Autos ganz gut sehen. Heute sind wir schon richtig lang unterwegs. Wir haben einfach ein paar Umwege machen müssen, umplanen müssen, zwischendurch spontan. Haben somit viele Abstecher durch den Wald gemacht. Auf Wegen, die einfach extrem steil waren oder die man nicht so schnell fahren hat können wegen Schotter oder groben Steinen. Aber ja, am Ende ist alles gut. Wir haben genügend Proviant mit. Snacks und Riegel und Äpfel und einfach genügend. Da könnte man noch die ganze Nacht durchfahren. Aber wie gesagt, wir sollten circa in 15, 20 Minuten dann wirklich am Ziel ankommen sein. Angekommen. So schaut man nach dem Jacuzzi aus. Hier.